seid und wie lange ihr euch für Tierschutz schon engagiert. Möchtest du gerade anfangen? Ja, ich bin Tobi Sennhauser, Präsident der Schweizer Tierrechtsorganisation Tier im Fokus. Warum noch? Wie lange schon? Ja, wir als Organisation haben gerade unser 10-jähriges diesen Mai und ich selbst war schon ein Jahr länger unterwegs, also seit 2009 ungefähr. Dankeschön. Und Sarah, möchtest du dich auch noch vorstellen? Ja, ich bin Sarah Heiligtag, Mitbegründerin des Lebenshofes Hof Nah. Und ich frage mich, wann habe ich angefangen, mich für Tiere einzusetzen. Ich denke, als ich ein kleines Kind war, ich habe es nur noch nicht so umfassend getan. Okay, vielen Dank. Wir warten dann gleich noch auf Katerina. Ich hoffe, die kommt gleich wieder. Aber wie weit seid ihr denn mit der Live-Schaltung zu Jake? Könnt ihr mir ein Zeichen geben irgendwie? Wir brauchen noch 3 Minuten. Ihr braucht noch 3 Minuten. Okay, dann fange ich einfach mit meiner ersten Frage an euch schon mal an. Habt ihr damals von Scheck mitgekriegt, ist ja jetzt quasi 20 Jahre her. Hervorragend, Katerina ist auch da. Genau. Dann machen wir das jetzt auch noch schnell. Katerina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Könntest du dich auch noch mal kurz vorstellen, für welche Organisation du tätig bist, welche Funktion du da hast und wie lange du selber schon für Tierschutz aktiv bist? Ich arbeite für Tier im Recht und ich bin da Juristin. Persönlich bin ich vor allem so aktiv wie noch nie für den Tierschutz und das wäre jetzt seit 4 Jahren. Und vorher hat das persönlich angefangen, einfach mit dem Interesse für das Thema und mit eigenem Engagement. Ja, genau. Vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis ans Publikum. Also wenn ihr Fragen nachher habt, ich habe auf jeden Fall Fragen vorbereitet, aber wenn ihr etwas stellen möchtet, wir haben auch ein Mikrofon, das hier rumwandert, einfach melden. Ich gucke immer wieder ins Publikum, also wenn ihr auch was fragen möchtet, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Es sieht danach aus, als könnten wir jetzt mit Jake loslegen. Dann lasst uns ihn doch einfach mal anrufen, oder? Ja. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Hello? Hello. Hi, Jake. We cannot see you yet. Could you switch your camera on? Let's see. Great. Hello, everyone. Can you hear us all right? So far. Okay, great. Well, great that we can make this work. My name is, you're talking to me, my name is Lea. I'm here from the film festival, Films for Future in Zurich. And today we just watched your film, The Animal People, and I'm here on stage with local activists, and I think you already know Sarah and Tobias. I don't know if you know Katerina as well. Now you know her. Hello. And we're also joined here by an amazing public who is ready to get some answers from you, so let's get started if that's okay. Sure, I apologize in advance, I'm in a car, so sorry that looks kind of weird, but no worries about that. In freedom. Okay, so you're currently touring with the film. You're in Belgium, right? Moving to Europe. I am, yeah. So I was wondering, how do people react so far to the film? Do you feel like there's a new energy? Is the film bringing new energy to the people? I think the film, as you know, has inspirational parts in it, and it has upsetting parts to it. But ultimately, I think it is a roadmap of sorts of how you can make social change in the world, and I think people are responding to that positively. Okay, thank you. Knowing that HRS is still operating, but under another name, under Envigo, do you still think that they are enemy number one?
Sorry, a bug just landed on my glasses. I think the campaign against HLS had its time and its place, and we accomplished a lot, we lost a lot, and we learned a lot. And I think part of that is taking the lessons learned and applying them to new campaigns against new places in new and exciting ways. So that's the lesson I think that can be taken away in terms of HLS. But that being said, People for Ethical Treatment of Animals does have a campaign against Envigo, and unfortunately had another round of undercover investigations that came out about a month and a half ago, 2 months ago, that showed really awful animal cruelty inside of their laboratories. Okay. I assume you also talked about that on your YouTube channel. Well, back in the days you had a website which was pretty basic, we just saw it in the film, but also very effective. Now you're running your YouTube channel, The Cranky Vegan. Sorry? Correct. Well, in a few words, could you say what it is about and why people should watch that? The YouTube channel is just something I kind of do as a hobby because I'm cranky and I'm vegan and I like to pontificate about it on YouTube. So I talk about ideas and strategies and tactics and thinking about what we're doing as a movement in kind of like a fun, silly, cranky way. You know, I still do a lot of activism in terms of pressure campaigning, pressuring corporations to be different and operate different in the world. And I also, you know, I do training, so we're traveling around Europe right now showing the movie, but also doing trainings and teaching people how to do pressure campaigning. So there's a lot of different things going on, but the YouTube channel is a fun one. I enjoy it. It's kind of more of a hobby than anything else. Okay, but which channel do you think is the most effective one? Which channel? Well, which way of activism? You just mentioned several forms. Sorry? Okay, you just mentioned that you use different forms of activism, for example, campaigning and doing workshops on that. You also have your YouTube channel. Which channel do you think reaches most people, and which one is the most effective one? In terms of activism? Yes. I think it's a variety of tactics, from educational outreach, petitions, emails, all the way up to protests and civil against direct action, and using all of those things smartly together is the most effective thing. I don't think one single tactic or one single means of doing something is the most productive way. I think it's all of them working together in concert. Okay. Is there a question from the audience? Anybody? Yes? Yeah? There's a question here. Yeah, hello, my name is Gerda. As far as I could follow the film, it was a bit fast for me, but as far as I could follow, it was always the CEOs and the managers and the bosses that were in the target of your actions. And I wonder whether you could ever talk to the people, to the employees who did this work with the animals, to ask them, why are you doing this, and would you do this work, for example, if you had a basic income, an unconditional basic income, would you do this work still? Are you doing it just for money, or do you love this work? What's the reason that you can do this work? Did you yeah. I think we protested against a lot of different people, not just CEOs and presidents, but also management. We protested against the people working in the laboratory, the scientists, all those people. I think part of what our campaign was about was focusing less on what the individual was doing and focusing more on what the corporations were doing. And so we weren't that concerned with what the individual's choice was
in terms of working there or not. They were, as far as we were concerned, we felt that they were making the choice to work there, and that seemed like that was conversation enough. But we didn't feel like we needed to convince those individuals. What we needed to do was convince the corporations to stop supporting the laboratory and in effect, bankrupting them, which worked very, very well. Maybe we still have time for one question to Jake before we pass to the panel. Also, if you have questions, obviously. No? One more question from the audience? Otherwise, yeah, there's a question. Hello, Jake. Good to see you. I'm wondering if it is nowadays, because this is quite some years ago, did it get harder with the political atmosphere in the USA and in the whole world to do this kind of work? Would you still work in the same way, or is there complete new strategies necessary? I think the strategies and the tactics have evolved. I think you can never kind of stay in that one political space because, as you said, like things change, things get worse, sometimes they get better, and you have to adjust accordingly. So that requires coming up with new tactics and new strategies, being more creative on how to get around some of the roadblocks that they put in front of us as individuals and activists. For me, I do a variety of different activism. So, like I said, like my kind of hobby project is this YouTube channel, but there are, good conversations, I think, about strategies and ideas and trying to get people to think differently. I do talks and lectures around the world about my ideas and how we can be different and how we can be bigger and better. And then, again, that's what I'm doing in Belgium tonight. And then I work with an organization called Rainforest Action Network. And we do pressure campaigns similar to what Shaq was doing, but not quite as radical, so we don't all get in trouble and go to prison, which I would not recommend. It's no fun. Sorry, the connection was just interrupted. Maybe you can repeat your last sentence? I work with an organization called Rainforest Action Network that does pressure campaigns against corporations that deforest Indonesia and palm oil, and we pressure corporations to change their work in Indonesia. We also do pressure campaigns against banks and how they finance and support fossil fuel projects. And then we do small grants programs where we give about $250,000 to $450,000 of small grants to indigenous communities and frontline communities around the world to fight against the climate crisis. So the tactics are pretty similar, the strategies are pretty similar, just not quite as radical. But it is at the core of it, pressuring corporations and pressuring the people that run those corporations to change the way that they're engaging in the world, particularly around them destroying it. Thank you, Jakes. Thank you so much. You have another question? Yeah, okay, we have time for this last question. All right. Sorry, Sure. I have one quick question, thank you. Following up on what she was saying from the audience and asking about the political situation in the States, I know that the ag laws have become like a huge thing, so I was wondering how are you experiencing it? And activists in the States in general, like what's happening with these ag laws and how are you experiencing it in your everyday activism life? So the ag laws in the United States are basically various states around the country passing state laws that prevent people from doing things like taking video or photos of places within the animal agriculture industry, like farms and slaughterhouses. It's trying to prevent people from doing undercover investigations. In some states, they're even more draconian, where you can't take pictures from like sidewalks, or you can't even possess some of the photos, which is a real like front on the First Amendment. So they're even saying like media could be charged with this felony for having a photo taken from inside a slaughterhouse. So I don't do any undercover investigations, so it doesn't affect me personally, but it has affected the movement quite a bit.
but a large majority of the work around ag-gag laws have been challenging them in the courts and trying to get them thrown out. And so far, every challenge against the ag-gag laws that I'm aware of has been successful, and the ag-gag laws have been thrown out. So I think there's more states without ag-gag laws now than there are, simply because attorneys are fighting back against them. So I think there's some excitement there. Thank you so much. Thank you, Jake, for joining us tonight. We're going to continue here in Zurich and hopefully see you around for your workshops here in Zurich at the end of March. Yes, please. Thanks so much for having me. Have fun. Okay, wir machen dann jetzt auf Deutsch weiter. Vielleicht ein bisschen Kontext für die Situation hier in der Schweiz. Ich habe recherchiert, laut Bundesamt für Lebensmittel- und Veterinärwesen wurde allein 2018 in der Schweiz knapp 590.000 Tiere für Tierversuche eingesetzt. Vielleicht Frage an dich, Katerina, was kann man denn machen? Also welche rechtlichen, legalen Möglichkeiten gibt es in der Schweiz, sich gegen Tierversuche oder Gewalt an Tieren einzusetzen? Also es ist natürlich ganz schwierig, weil man gar nicht den Zugang hat, diese Ortschaften gar nicht besuchen kann, man darf das gar nicht, das ist ähnlich wie bei den Schlachthöfen, man kommt da nicht einfach so rein. Und oftmals bleibt die einzige Möglichkeit, dass man irgendwie hier Videomaterial zugespielt bekommt und aufgrund von diesem Material dann tatsächlich auch dagegen vorgehen kann. Also das ist oftmals die einzige Möglichkeit für Tierschützer tatsächlich rechtlich etwas dagegen zu unternehmen. Und gegen irgendwelche rechtlichen Auflagen, also ihr von Tier im Recht macht ja auch Beratung, was zum Beispiel Gestaltung von Initiativen und sowas angeht, oder? Ja, das ist aber nochmal was ganz anderes. Also Initiativen sind ja eine legale Möglichkeit für das Volk, sich politisch einzusetzen. Das kann man natürlich auch machen, klar. Aber ich denke jetzt, wenn es um die konkrete Möglichkeit geht, im Moment etwas zu unternehmen beim Beobachten einer Tierquälerei, dann ist es tatsächlich vor allem im Tierversuchsbereich sehr, sehr schwer, da etwas machen zu können, außer eben auf politischer Ebene. Im Film sehen wir sehr drastische Vorgehensweisen auch von Tieraktivisten. Meine Frage wäre an euch alle, wie weit dürfen, aber müssen Tieraktivisten auch gehen, um wirklich was zu bewirken, eurer Meinung nach? Gibt das Nico auch gerne? Ja, das ist eine gute und wichtige Frage, die wir auch immer wieder diskutieren. Ich kann dazu sagen, wir sind selber auch aktivistisch unterwegs, also für uns sind das genau die Fragen, die wir intern auch immer wieder diskutieren, so wie stark wollen oder sollen wir uns an das System halten, an die Spielregeln, die demokratischen, die uns zur Verfügung stellen, oder sollen wir sie auch versuchen auszureizen. Und ja, ich glaube, so aus Sicht von einem, aus Sicht von einem Menschen, der sozialen Fortschritt sich wünscht, macht es Sinn, wenn man diese Spielregeln hin und wieder auch ein bisschen strapaziert, weil dort dann Reibung im System entsteht und das üblicherweise zum Beispiel von der Politik dadurch korrigiert werden will, indem man eben Veränderungen durchbringt, indem Reformen angestoßen werden oder indem auch die Medien sich besonders dafür interessieren. Es ist nun mal so, wenn man eine unbewilligte Demo macht, die x Personen anzieht, ist sie typischerweise viel erfolgreicher, als wenn sie nicht bewilligt ist. Also ja, die Medien interessieren sich einfach auch ein bisschen mehr für illegale Sachen, das ist nun mal so. Und insofern hat man dort auch die Möglichkeit, mehr Leute zu erreichen und damit ja, die eigenen Anliegen zu verbreiten. Also das soll jetzt nicht heißen, dass man nur noch illegale Sachen macht, aber dass das auch seinen Platz haben sollte im Rahmen einer Demokratie. Danke. Ganz kurz dazu, was ich ganz wichtig finde, egal welche
Taktik man jetzt anwendet, am besten kombiniert von verschiedenen Komponenten, ist es unbedingt wichtig, dass man eine Alternative auch aufbietet, dass man einerseits, was man jetzt hier gesehen hat, dagegen kämpft. Es ist eine enorme Ungerechtigkeit, die passiert jeden Tag und wir können das nicht einfach so hinnehmen. Das muss auch mit enormen Aktionen gekontert werden, aber gleichzeitig müssen auch Alternativen aufgezeigt werden. Wie könnte es dann anders sein? Wie wäre eine andere Landwirtschaft möglich? Wie wäre eine neue Normalität möglich? Dass man das im Aktivismus auch mit integriert. Möchtest du auch noch was dazu? Ich glaube, mein Mikro geht nämlich nicht. Super. Also möchtest du auch noch was dazu sagen? Jetzt haben wir getauscht. Jetzt hast du das, was nicht funktioniert. Nein, nein, ist okay. Okay. Also, nein, ja. doch, ich möchte. Weil ich ja eben als Juristin mich da ja fast ein bisschen positionieren muss und natürlich muss man dazu schon sagen, klar, einerseits sollte man von illegalen Aktionen Abstand nehmen, gleichzeitig bleibt den Tierschützern und Tierschutzaktivisten meistens gar keine andere Möglichkeit als ziviler Ungehorsam. Ist einfach so. Das ist oftmals wirklich die letzte und einzige Art ist und Chance ist, etwas zu verändern. Und deswegen glaube ich schon, dass das da muss man sich auch fragen, bei der Beweiserhebung bei Straftaten, wenn man zum Beispiel etwas beobachtet und filmt, dass die Privatsphäre der gefilmten Person tangiert, fragt man sich, inwiefern ist das verwertbar in einem Strafverfahren nachher. Und das ist oftmals eine schwierige Frage. Die Beweismittel wurden dann strafrechtlich erlangt. Gleichzeitig wurde etwas aufgezeigt, das je nachdem, wie man das gewichtet, ist es halt ein berechtigtes Interesse, das man schützen will. Und dann finde ich schon, da muss schon etwas geschehen, dass man auch sagt, hey, diese auch illegal erlangten Beweismittel müssen bewertet werden, genau. Würdest du sagen, dass der Staat Tierquälerei oder Aktivisten härter verfolgt? Also ich kann einfach sagen, dass der Tierschutzvollzug in der Schweiz sehr grundsätzlich schlecht läuft und nicht stattfindet. Also zu einem großen Teil, deswegen kann man schon sagen, dass die Tierquäler nicht konsequent verfolgt werden. Das kann man sagen. Ja, bitte. Also wir sind ja in der Situation, dass wir immer wieder Aufnahmen zugesteckt bekommen aus der Massentierhaltung, die wir dann publik machen im Rahmen von Kampagnen. Und was wir jetzt in den letzten Jahren so feststellen, dass wenn wir eine Anzeige machen oder mit anderen zusammen, dann kommt eigentlich prompt die Gegenanzeige. Und das führt dann mitunter zu ziemlich harschen Repressalien auf unserer Seite, viel stärker als das auf der Gegenseite der Fall ist, bei den mutmaßlichen Tierquäler und Tierquälerinnen. Und das ist schon, wie soll ich sagen, eine ziemlich üble Strategie, bei der es darum geht, dass wir als Organisation, die etwas publik machen will, die diese Missstände ans Licht bringen will, dass die dann so mundtot gemacht wird, potenziell. Also natürlich sind wir jetzt nicht so weit zum Glück, aber es ist schon so, dass wir seit einiger Zeit viel stärker mit juristischen Konsequenzen zu kämpfen haben, die übrigens nicht vom Staat kommen, sondern von einer von einer Kanzlei. Also es gibt so eine Kanzlei, die sich speziell für den Schutz von Bauern und Bäuerinnen einsetzt, eben auch wenn bei ihnen Missstände dokumentiert wurden. Okay. Gibt es an dieser Stelle schon Fragen aus dem Publikum? Wie heißt die Agentur? Kann man das sagen? Oder diese Kanzlei? Ja, das mit dem, also die Justiz, wie soll ich sagen, ich bin da ein bisschen gespalten, man kann sehr viel Gutes tun, aber man kann auch sehr viel Schaden anrichten, also man kann wirklich durch diese Mühlen gequetscht und zermürbt werden und von daher möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und irgendwelche Namen nennen. Ja, also das spielt auch so ein bisschen in meine nächste Frage rein. Du bist ja der Präsident von Tier im Fokus und wenn man nochmal den Film anknüpft, du fungierst da ja wie auch ein Aushängeschild, du bist das Gesicht davon. Hast du das Gefühl, dass du auch teilweise Konsequenzen zu spüren kriegst,
die mit dir persönlich gar nichts zu tun haben, sondern einfach, weil du zu etwas aufgerufen hast, weil die Plattform zu etwas aufgerufen hat? Was soll ich sagen, also wir sind ja jetzt eher auf der Seite, die austeilt und weniger, glaube ich, die einstecken muss. Von daher ist es jetzt mit Ausnahme von dem, was ich gerade gesagt habe, dass eben sich diese Anwaltskanzlei doch stärker jetzt engagiert als in früheren Zeiten, glaube ich, so von der Branche selber oder auch vom Staat ist es in anderen Ländern, würde ich sagen, ist es krasser. Also zum Beispiel in Österreich gab es wirklich richtig krasse Repressalien, die sind schon einige Jahre her unterdessen, auch in Frankreich und auch in Deutschland. Ja, und in der Schweiz gibt es durchaus auch einen sehr wichtigen Fall zu diskutieren, nämlich denn in der Westschweiz die Bewegung gegen Speziesismus wurde dort ja ziemlich harsch mit Repressalien eingesteckt. Ja, von daher ging es jetzt anderen nochmal viel schlimmer als uns. Ja. Also ihr meldet euch einfach, wenn ihr etwas fragen möchtet. Ja, bitte, da ist eine Frage. Kann jemand ein Mikro rübergeben? Kann auch laut reden. Oder so, ja? Nein. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Erstmal ganz vielen Dank für die Arbeit, die ihr alle drei macht für Tiere. Meine Frage wäre so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern ihr das jetzt jeweils schon wie lange macht, ob sich aus eurer Sicht seit den Anfängen bis heute was zum Positiven geändert hat. Also habt ihr das Gefühl, es gab Änderungen vielleicht auf einer politischen Ebene, die eure Arbeit vereinfacht haben, oder habt ihr eher das Gefühl, nee, es ist immer noch ein Kampf gegen Windmühlen und es bleibt schwierig? Also ich komme ja ein bisschen aus einer anderen Ecke, weil wir einen Hof haben, einen Lebenshof, wo wir einerseits gerettete Tiere haben, andererseits viel Bildungsarbeit machen, aber auch ein landwirtschaftlicher Betrieb sind, ein Bio-Veganer. Und da kann ich einfach sagen, in den letzten Jahren hat sich enorm viel getan in dem Bereich, dass sich die Bauern selber, die ja die Bösen sind, wenn man so will, oder die oftmals als diese dargestellt werden und oftmals auch viel Schlechtes machen, sich an uns gewendet haben und sich melden, weil sie aussteigen möchten aus der Nutztierhaltung hin zu einer veganen Landwirtschaft, weil sie mit den Tieren mitleiden. Also der Motivator sind immer die Tiere und das Leid der Tiere, zu 90% jedenfalls, das ist also dort vorhanden. Und jetzt gibt es Alternativen und sie sehen, dass sie was machen können. Das ist für mich eine enorme Veränderung, mit der ich nie gerechnet habe. Damals dachte ich, Bildung, bei den Kleinen müssen wir anfangen, bis zu den Großen, aber ich habe nicht daran gedacht, dass wir eigentlich auch die mit ins Boot holen müssen, um die es eigentlich geht. Also die Tierausbeuter, die Tiernutzer und so weiter. Und da sehe ich enorme Fortschritte, die mich optimistisch stimmen. Vielleicht können wir an der Stelle kurz einen Ausschnitt aus einem Video von euch vom Hofnarr zeigen. Ich weiß nicht, ob da gerade jemand an der Quelle sitzt. Du hast uns nämlich einen Ausschnitt mitgebracht, dass wir mal sehen, wie Tiere bei euch auf dem Hof auch leben können.
jetzt geht's wieder. Gut. Wie viele Tiere leben bei euch aktuell? Bei uns Geht das jetzt? Ja, bei uns direkt leben im Moment 99 und dann auf den angeschlossenen Höfen noch viele weitere, da ja mittlerweile einige Bauern mit uns zusammenarbeiten, die ihre Tiere auch leben lassen. Und man kann bei euch einfach spontan vorbeikommen oder muss man sich anmelden? Wie ist das? Also wenn man möchte zu den Tieren möchte, dann ist es gut, wenn man sich vorher meldet. Man kann natürlich einfach rumspazieren und schauen, aber wenn man eine kleine Führung möchte, dann gerne anmelden. Okay. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, ich habe noch Fragen. Ich habe noch eine Bemerkung im Zusammenhang mit Tierversuchen. Ich kenne eine Organisation, die heißt Animal Free Research. Die ist euch auch bekannt wahrscheinlich. Schade ist sie nicht hier heute, sonst kann sie etwas erzählen wahrscheinlich. Die arbeiten. Die laden wir dann beim nächsten Mal ein. Genau, da war noch eine Frage. Ich habe eine Frage zum juristischen Zirkus, den ihr euch irgendwie antun müsst. Weil ich frage mich, wenn ihr sagt, euch sind wie die Hände gebunden, sprich ihr zeigt an und es kommt größer zurück. Weil ich frage mich, schlussendlich ist ja eigentlich der Endkonsument eigentlich ziemlich mächtig. Also wir entscheiden, was wir konsumieren. Und ich meine, wenn wir keine Produkte konsumieren von Firmen, die sowas unterstützen, dann hätten wir ja eigentlich, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen utopisch gesagt, ich weiß nicht, aber hätten wir ja eigentlich viel Kraft sozusagen. Und ich frage mich, wenn man sagt, vielleicht könnt ihr als rechtlich gesehen vielleicht nicht direkt viel bringen, weil ihr halt so personifiziert werden könnt und sagt, ihr macht jetzt das und deswegen kommt ihr ins Gefängnis. Jetzt nehmen wir hoffentlich nicht, aber so wie ich es jetzt im Film gesehen habe. Ich frage mich, wie das vielleicht auch im Internet vielleicht auch verbreitet wird, das ganze Material, und auch Firmen aufgezeigt werden, effektiv in der Schweiz, Unternehmen, die effektiv auch damit zu tun haben, weil ich glaube, wir leben in der Schweiz schon in einer mega großen Bubble, wo wir das Gefühl haben, alle sind gut und niemand will etwas Böses und wir sind so leichtgläubig, habe ich das Gefühl. Und ich frage mich, inwiefern Firmen und Unternehmen effektiv auch angeschwärzt werden können oder ob euch auch dort die Hände irgendwie gebunden sind oder was da läuft. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du mehrere Sachen gesagt. Sorry. Also zuerst zu den Repressalien. Also es wäre jetzt nicht so, dass uns die Hände gebunden sein wären, sondern es ist wie nur eine neue Schiene, die jetzt auf uns zukommt. So, also diese Arbeit gehört jetzt auch noch dazu. So, das ist quasi die Realität in einer Tierrechtsorganisation, die solche Aufnahmen publik macht. Das ist jetzt keine Kritik, sondern einfach eine Tatsache. So, und was die Verbreitung oder zur Rolle von den Konsumierenden noch, ja, ich glaube durchaus, dass sie auch, wie soll ich sagen, die Macht haben, aber ich sage auch, weil ich finde es wichtig, dass wir uns nicht nur auf unser Konsumverhalten verlassen können, sondern dass wir auch die Strukturen verändern, dass wir auch die Machtverhältnisse ändern, dass zum Beispiel die Macht der Tiere wichtiger wird und die Macht der Konzerne weniger wichtig wird. Von daher, wie soll ich sagen, also ich würde die KonsumentInnen nicht entmachten oder ihre Rolle nicht irgendwie kleinreden, aber sie auch nicht überbewerten, weil wenn man schaut, wie die Branche von sich selbst redet, wie die Großverteiler ihre Produkte vermarkten, dann steht das doch in einem krassen Kontrast zu der tatsächlichen Lebensweise, die die Tiere in der Massentierhaltung üblich sich ergehen lassen würden. Von daher ist es einfach schwierig, im Laden eine fundierte Entscheidung zu treffen, und solange diese Information fehlt, würde ich da nicht allzu viel Hoffnung reinstecken. Und was die Verbreitung anbelangt, ja, das machen wir auf mit aller Kraft so. Also wir haben gerade, das ist am 19. haben wir eine kleine Straßenaktion, wo wir mit Aufnahmen von Schweinebetrieben auf die Straße gehen und die Leute informieren. 19. jetzt kommt, oder? Genau, 19. März. Dann auf Social Media, wir sind jetzt gerade an einer neuen Schweinekampagne, die einen starken Fokus auf Social Media auch haben wird, wo wir versuchen, nochmal eine Stufe mehr zu investieren, als wir das bisher gemacht haben, auch um ganz spezifisch die Leute zu adressieren, die das interessiert auch. Ja, und letztendlich ist es halt immer auch, wie soll ich sagen, sind wir eine kleine Organisation, die mit bescheidenen Mitteln agieren muss.
Und von daher gibt es auch eine große Diskrepanz zwischen den Machtverhältnissen zwischen der Tierindustrie, die noch vom Staat unterstützt wird, und uns als kleine Tierrechtsorganisation, die immerhin steuerbefreit ist. Wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen, weil es noch einen Film im Anschluss gibt. Aber ihr werdet sicher gleich noch Möglichkeit haben, diese 3 auf dem Flur im Foyer abzufangen, vielleicht bei einem kleinen Bier. Bevor wir jetzt hier rausstimmen, habe ich noch einen Programmhinweis. Wir zeigen morgen Women at War um 11 Uhr am Vormittag im Kosmos. Da gibt es noch Tickets. Und im Anschluss wird dort eine Diskussion mit Extinction Rebellion sein. Also denke ich auch sehr spannend für euch, wenn ihr kommen möchtet. Großen Applaus jetzt an Katerina, Sarah, Tobias und Jay. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank.